Hallo allerseits. Hallo, guten Morgen. Wir sind heute in Luckau. Noch befinden wir uns hier im Stadtpark. Und wir wollen an der Berste entlang laufen. Die Berste ist ein 37 Kilometer langer linker Nebenfluss der Spree und mündet nördlich von Löwen in die Spree. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann bleibt dran. Genau, komm mit, auf geht's. Am Stadtpark Luckau gibt es einen kostenlosen Parkplatz. Im hinteren Bereich gibt es Wohnmobilstellplätze mit Stromanschluss. Hierfür sind natürlich Gebühren fällig. Auf dem Parkplatz befinden sich auch Sanitärgebäude mit sehr sauberen Toiletten sowie Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten. So, mal schauen, wie spät es ist. Ja, schwer zu erkennen. 9 Uhr rum muss es sein. Teich im Stadtpark. Hier kommt der alte Tiefbauer wieder durch. Putzt du? Das ist froh ein bisschen, wa? Ja. Kein Wetter für Tiefbau. Haben wir unsere Murmeln vergessen. Schade. Hier handelt es sich um eine transportable Bockwindmühle, welche etwa 1850 errichtet wurde. Sie ist die einzige von einstmals 9 Bockwindmühlen. Sie wurde bis auf die Tragbalken komplett erneuert. Die Technik ist voll funktionsfähig, sodass der komplette Mahlvorgang möglich ist, bis auf das abschließende Sieben. Der schläft noch.
Überall hier stehen noch die Wiesen unter Wasser. Der Graben ist übergelaufen. Gut, dass wir hier nicht drüber müssen. Was hast du? Aber wir gehen trotzdem mal auf die andere Seite zum Filmen. Bitte sehr, du darfst probieren. Oh, hier so ein Schachtel, ein Geocache. Scheint zu halten, ne? Ja. Gut, ich komme. Junge, das dauert. Ja, so sieht die ursprüngliche Brücke aus. Wei, wei. Müsste mal ein bisschen erneuert werden. Nicht viel, nur ein bisschen. Aber ich wollte gern hier rüber, wegen diesem wunderbaren Blick über die Wiesen und Felder. Hier wird offenbar lecker Honig produziert im Sommer. Jetzt machen die Bienchen Winterschlaf. So, und wieder Naturschutzgebiet, wieder nichts für die Drohne. Normalerweise würde sich das hier auf dem Damm recht gut laufen, weil der ist nicht befestigt, das ist halt nur Erdreich und Gras. Aber hier wurde offenbar vor nicht allzu langer Zeit gekrautet und dann wurde hier mit schwerer Technik entlang gefahren. Das ist alles aufgefahren, aufgewühlt und jetzt auch teilweise gefroren. Also es läuft sich sehr, sehr schlecht. Das ist kein See, das sind Wiesen. Ja, jetzt haben wir diesen blöden Damm erstmal hinter uns. Jetzt geht es ein kleines Stück die Straße entlang zu einem slawischen Burgwall. So, und hier haben wir den slawischen Burgwall. Borchelt heißt der, ist Zeuge der frühen Besiedlung der Region durch die Lusici. Dieser slawische Stamm wanderte etwa im 6. Jahrhundert aus Osten in den Luckau-Kalauer Raum ein. Der Luckau-Freesdorfer Borchelt ist durch seinen Vorwall der vermutlich größte und einer der am besten erhaltenen Burgwälle unserer Region. So, ich befinde mich jetzt auf dem Burgwall.
Das ist der alte Vogelbeobachtungsturm, aber der sieht ziemlich morsch aus. Ich würde da nicht raufgehen wollen. Ist zwar Metall, aber ich weiß nicht. Hm? Aber Detmar will es probieren. Ah, Detmar versucht seine Höhenangst zu besiegen. Ja, ich hab's geschafft. Herrlich. Kann man wahrscheinlich gar nicht lesen im Video. Da steht Kranich, Beobachtungsturm Wolfgang Jehme. War natürlich wieder ein paar ganz Schlaue hier und haben die Tafel beschmiert. Kraniche halten sich nahezu ganzjährig in der Region auf. Lediglich den Dezember und Januar verbringen sie in Südwesteuropa. Anfang Februar kehren die ersten als Frühjahrsboten zurück. Im Luckauer Raum brüten ca. 40 Kranichpaare. Auf einer Tafel neben dem Beobachtungsturm steht: Sie befinden sich im europäischen Vogelschutzgebiet Luckauer Becken. Dies ist ein bedeutender Sammel- und Rastplatz für Kraniche und nordische Gänse, die während der Zugzeit tausende Kilometer zurücklegen und hier Energie tanken. Ganz schön windig. Ja, Aufwand. Die Kappe, die wegfliegt. Ja, auf den Acker kann jetzt kein Traktor rauf. Hier hat es einer versucht. Das ist jetzt hier die sogenannte Gerener Berste, die sich nachher mit der Berste vereinigt. Und dann, wie gesagt, gemeinsam fließen sie nach Lübben in die Spree. Die wussten, dass wir heute kommen. Das Hindernis ist erst vor kurzem freigeschnitten worden hier, weggeschnitten worden. Ganz schön. Natürlich blöd, wenn über so einen aufgeweichten Weg und noch schwere Fahrzeuge fahren. So, hier kommt von links ein Radweg, der dann offensichtlich nach Luckau führt. Und hier ist ein Rastplatz. Und der Weg ist wieder trocken.
Zu Beginn unserer Tour sind wir von dort gekommen und über die Brücke gegangen. Und jetzt kommen wir von hier und gehen wieder so zurück. Ja, wir sind zurück Wir am Ausgangspunkt. sind wieder im Stadtpark Luckau. Die Wanderung, das waren so ungefähr 10 Kilometer, keine Höhenmeter. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Die Wege sind natürlich etwas monoton, also keine Pfade und es geht überwiegend durch Wiesen an Ja, Feldern vorbei. ja. Aber das Schöne an dieser Tour sind diese weiten Blicke. Also das hat uns sehr gefallen. Richtig, ja. Und das Wasser auf den Wiesen hat auch so seinen besonderen Reiz. Der Kranich-Beobachtungsturm ist natürlich ein Highlight. Sollte man aber aufpassen, dass man nicht wie wir jetzt im Januar hier ist, weil Januar, Februar sind die Kraniche im Süden. Wer also Kraniche beobachten möchte, sollte hier erst ab März anreisen. Weit und breit nicht zu sehen gewesen. Nee, außer ein paar Graugänsen war nichts zu sehen. Ja, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wünschen euch alles Gute. Und dann bis zum nächsten Mal, ja. Tschüss. Tschüss.